Die Saison beginnt, der Rasen wächst, aber die Frage ist, welchen Rasenmäher brauchst du? Und ich muss sagen, ich war selber überrascht, wie viele verschiedene Rasenmäher von Bosch es gibt und das noch nicht mal alle. Und wir erklären in diesem Video, welcher ist der richtige Rasenmäher für deinen Rasen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die neuen Rasenmäher von Bosch an. Und es ist ja schier unglaublich, wie viele verschiedene Rasenmäher es allein von Bosch gibt. Das ist doch Wahnsinn. Und das sind noch nicht mal alle. Das ist vielleicht wahrscheinlich sogar nur die Hälfte von denen, die es gibt. Es gibt ja einige noch in verschiedenen Breiten und es gibt noch größere und andere und babababa. Aber lass uns mal vorne anfangen. Denn wir haben hier 3 Rasenmäher mit Kabel, also wo du wirklich noch ein Kabel anstecken musst. Dann haben wir hier 2 Rasenmäher für 18 Volt und dann haben wir hier nochmal 2x36 Volt. Und es gibt, das sind ja sogar die Universalgeräte, die wir haben. Es gibt noch Advanced, das wäre jetzt hier nochmal daneben. Also es gibt noch mehr. Wenn du sagst, wir sollen die Advanced noch ausprobieren, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Wir wollen heute mal genau rausarbeiten, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen, sodass du weißt, welchen brauchst du. Aber fangen wir einfach mal an beim Easy Rotrack 32215. Übrigens, wofür stehen die Zahlen? 32 steht für die Mähbreite oder die Schnittbreite besser gesagt und die 215 für die Größe des Rasens, wofür er eigentlich ausgelegt ist. Ganz wichtig, wenn du meinetwegen 300 Quadratmeter hast, kannst du das Gerät auch nutzen, das ist kein Problem. Man muss aber sagen, wir haben hier ein absolutes Budgetgerät bei einem Preis von um die 100 Euro. Du wirst auch gleich sehen, warum das so im Budget ist. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier so einen kleinen Mähkamm, das heißt, dass der Rasen auch so ein bisschen reingezogen wird, ein bisschen lang geführt wird, um dann entsprechend auch an Kanten gut ranarbeiten zu können. Gute Sache, kann man immer gut gebrauchen. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist aber sehr einfach konstruiert, auch von den Rädern. Wenn wir das auch vergleichen mit dem nächstgrößeren oder nächstbesseren Gerät, ist das alles ein bisschen einfacher konstruiert hier. Auch wenn wir jetzt nach oben gucken zum Griff und so weiter und so fort. Aber wir bleiben erstmal hier, wenn wir schauen uns mal die Region an. Da sehen wir nichts Ungewöhnliches. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. Hier sehen wir auch nichts Ungewöhnliches, aber wir sehen keine Höhenverstellung. Die Höhenverstellung passiert hier an der Stelle, nämlich wir müssen hier wirklich das Rad oder diese Achse hier nehmen und dann hier so nach unten gehen in die 3 Stufen, die wir haben. Wir haben also Stufe 1, 2, 3 und können damit dann die Höhe einstellen. Ist mega fummelig und ist auch super ungewöhnlich, dass man das so einstellt. Aber so ist es halt. Du kannst es hier und einmal da machen. Du musst also wirklich beide Achsen auch einzeln einstellen. Übrigens, zu dem Gerät gehört kein Mulchkeil und zu den anderen beiden, die wir hier haben, gehört auch kein Mulchkeil. Das heißt, natürlich kann man irgendwie im Rahmen schon immer ein bisschen mulchen, aber nicht so, wie man es eigentlich macht, dass man hinten den Keil einsetzt und dass es dann hier schön zerkleinert wird. So, als nächstes ist es so, wir können hier auch nichts groß zusammenklappen. Wir können an der Stelle so ein bisschen die Länge ändern, fein, aber wir können das nicht hier irgendwas klappen, machen, tun, um es besser zu verstauen und vor allem auch hochkant hinstellen geht schon mal gar nicht. Aber Moment, eine Sache habe ich vergessen. Natürlich kannst du schon eine Sache machen, nämlich hier das Ganze verstellen. So eine ähnliche Konstruktion hatte ich bei meinem alten auch und mochte ich nicht. Weil es war so ein bisschen so, wie weit macht man es auf? Wartet mal, hier so. Ach übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben hier unten Kapitelmarken. Wenn du sagst, kabelgebunden, das interessiert mich gar nicht für Akku, dann spring einfach weiter. Ja, gar kein Problem. So, das kannst du natürlich schon machen. Es ist ein bisschen kompakter, aber auch ein bisschen fummelig. Ja, kann man machen. Und übrigens hier, wo wir gerade dabei sind, hier kannst du dann entsprechend hier deinen Strom reinstecken und dann dein Kabel hinter dir herziehen. Schreib mal gerne unten in die Kommentare, bist du Team Akku oder Team Kabel oder sagst du ganz klar Team Benzin, dann auch gerne das rein. Das ist aber auch eine Schraube hier, wir kriegen das hin. Ganz kurz, bevor wir nämlich auch zum nächsten Gerät gehen, hier oben ja, haben wir auch einen sehr einfachen Griff. Keine Gummierung, kein gar nichts. Hier einfach nur Kunststoff an, aus und dann geht es auch schon los. Und wenn wir uns das anschauen, kommen wir so ein bisschen meinem alten Rasenmäher näher, nämlich hier, und ich fange auch wirklich mal hier oben an, am Griff. Nämlich genauso war meiner auch gebaut, nur dass ich das nicht hatte, sondern ich hatte einen Akkurasenmäher. Hier können wir entsprechend natürlich Kabel reinstecken, können arbeiten und hier können wir aber Folgendes machen. Wir haben hier 2 Griffe und können folgendermaßen arbeiten. Du kannst einerseits so angreifen, also so greifen und dann nach vorne ziehen oder vorne drücken, besser gesagt. Du kannst aber auch rechts und links greifen und dann so arbeiten. Ich selber habe immer diese Position rechts-links benutzt.
weil es für mich scheinbar intuitiver war. Ja? Interessanterweise haben die anderen Geräte, die akkugebundenen Geräte, die wir nachher noch haben, die jetzt gerade hinter euch stehen, die haben einen anderen Griff. Ja? Also ich würde aber wirklich den hier bevorzugen. Ich mag den gern. Okay, gucken wir weiter hier uns das Gerät an und dann wird eine Sache auffallen, nämlich genau das da. Wir haben jetzt eine Höhenverstellung und das Ganze nur für 10, 20, 30 Euro mehr. Also nicht nur ein paar Euro mehr als der. Und da würde ich hier ganz klar immer empfehlen, kauf eher das Gerät hier. Hier haben wir eine Höhenverstellung. Ja, hier können wir einfach in 5 verschiedenen Höhen das Ganze verstellen. Einfach hier hoch und das werden auch beide Seiten entsprechend, also vorne und hinten, verstellt. Dann sehen wir Folgendes, wir haben hier auch diesen Rasenkamm, sodass wir schön eng arbeiten können. Wir haben hier übrigens einen kleinen Tipp zum Thema Fangkorb, ich stelle es auch mal ruhig ein bisschen rüber. Wir haben hier so eine Klipse, die brauchst du aber eigentlich gar nicht. Der Fangkorb selber wird einfach in 2 Teilen geliefert. Hier wird einmal zusammengebaut, einmal reingeklipst und dann bleibt er so, dass du dann so entsprechend ausleeren kannst. Ja. Ich persönlich finde ihn so ein bisschen spüddelig, du hast auch keine Anzeige, wie voll er ist, muss von der Seite so ein bisschen schätzen, hatte ich aber auch über 14 Jahre, kommt man schon mit klar. Ja? Hier wieder rein und fertig ist das Ganze. Was du aber machen kannst, ist eine Sache, du kannst ihn zumindest ein bisschen zusammenklappen, ein bisschen mehr zusammenklappen, indem du Folgendes machst. Hier hast du einfach Griff rechts, Griff links, ein bisschen auseinanderziehen, dann kannst du den hier umklappen. Dann könntest du jetzt noch Folgendes machen, die beiden Griffe lösen, das dahin klappen, dann kannst du das noch rausnehmen, kannst es hier oben drauf tun, so ähnlich habe ich es bei mir auch mal gemacht, dann ist das schon relativ kompakt. Ist das ein Raumwunder? Nee, aber das geht schon auf die Art und Weise. Weil ich vorhin übrigens gar nicht gesagt habe, welches Gerät ich hier habe, ich habe den Universal Rotac 34405, das heißt 34 cm in der Breite für rund 400 Quadratmeter. Und jetzt kommen wir zum nächsten, den wir hier auch noch stehen hatten. Das ist der hier, der kostet auch wieder nur ein paar Euro mehr. Dann haben wir den 37555 und 37 cm ist das, wo ich sage, das macht dann langsam schon Sinn. Kleiner würde ich persönlich nicht kaufen. Wenn du einen sehr kleinen, kompakten Rasen hast oder ganz kleine Flächen, wo du auch so mal hin musst, dann kann das durchaus Sinn machen. Aber ich würde dir auf jeden Fall mindestens die 37 cm, eher sogar nachher zu 40, 42 raten. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung. Ansonsten unterscheidet sich das Gerät hier gar nicht von dem anderen. Kommen wir endlich zum Thema Akku. Ich muss sagen, so ein Akkurasenmäher macht richtig Sinn, aber wir haben hier den Rotac 18V32 und hier den 18V34, die übrigens wirklich noch einen größeren Unterschied haben, als man denken würde. Sie sind hier aber ausgelegt für so um die 150 hier so bis 200 Quadratmeter. Also du siehst also, dass eher für kleinere Rasenflächen gedacht war. Wir haben hier nur ein 18-Volt-System. Kommen wir gleich nochmal zu 36 Volt. Ist natürlich auch eine Frage der Kraft. Ja? Wenn du mich übrigens fragst, beziehungsweise wenn du Bosch fragst, welchen Akku solltest du nehmen, mindestens hier einen 4 Ampere-Stunden, also einen zweireihigen Akku. Du kannst natürlich auch ohne Probleme den 6 Ampere-Stunden Akku nehmen. Und wir haben hier wirklich einen Einzel 18 Volt Akku Rasenmäher. Du setzt das hier einfach ein. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal den 6er, zack rein. Und dann läuft das auch schon. Ja? Apropos Laufen, dann kann ich dir gleich eine Funktion hier zeigen, die beide gleich haben, nämlich wir haben jetzt hier eine Füllstandsanzeige. Ihr könnt Folgendes sehen, wenn ich hier die Maschine mal anmache, oder das Gerät mal anmache. Dann sehen wir jetzt hier, dass das hier oben aufsteht. Das heißt, der Fangkorb ist nicht voll. In dem Moment, wenn er hier unten bleibt, ist er voll, weil dann ist der Luftstrom nicht mehr so gegeben, dass das hier oben aufgeht. Ja? Das ist eigentlich eine relativ zuverlässige Anzeige. So, aber wir bleiben mal ganz kurz hier bei dem Gerät. Wir haben hier wieder die Höhenverstellung für beide Achsen gleichzeitig. Können wir hier einstellen. Auch hier in 5 Stufen, hoch und runter, gar kein Thema. Hier ist das Akkufach. Wir haben hier aber auch Folgendes, wir haben hier einen großen Knopf. Und da muss man erstmal sagen, wofür ist der denn eigentlich da? Übrigens auch hier wieder ein Kamm und so weiter, ist alles da, um schön, übrigens das ist eine Flucht, die wir hier immer haben, ja? Dass wir wirklich an so ein Hochbeet, Highboard oder irgendwas rangehen können. Hochbeet, ihr wisst, was ich meine, rangehen können und dann kann man wirklich dann an der Kante wunderbar entlang schneiden, sodass eigentlich gar nichts stehen bleibt. Wenn wir den Knopf uns angucken, dann müssen wir hier ein bisschen intensiver drauf drücken und dann können wir das hier umlegen. Ja, schon eine geniale Sache. Dann können wir das hier nochmal wieder auch zurück umlegen und dann haben wir ihn schon relativ kompakt zusammen, wie beim anderen Gerät vorhin auch, aber da ist der andere schon interessanter. Apropos umlegen,
Preis. Welchen Preis haben wir eigentlich? Wir haben hier 150 zu rund 200 Euro. Und übrigens der Pfannkorb hier ist jetzt aus Stoff, also ist also viel flexibler. Dadurch kannst du ihn auch kleiner verstauen. Du hast hier hinten auch so eine kleine Öse, ja, wo du ihn auch mal so in die Hand nehmen kannst. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Eine wichtige Info auch nochmal, wenn du das Gerät kaufen möchtest, kannst du es natürlich auch im Set kaufen mit Akkus. Ja? Dann kostet ein bisschen mehr. Wie viel mehr, kannst du dir unten in der Videobeschreibung anschauen. Da findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Schau da gerne mal vorbei und da schaust du oder kannst du auch sehen, was der aktuelle Marktpreis denn so ist. Jetzt kommen wir zum nächsten, zum 34er. Ja? Hier das Gerät unterscheidet sich schon ordentlich vom anderen Gerät. Aber anders als man das denkt, nämlich, ich habe ja eben gezeigt, man kann es ein bisschen umlegen, ein bisschen da, aber das ist hier eben anders. Du kannst hier Folgendes machen, du nimmst erst einmal den Fangkorb ab. So, haben wir mal zur Seite gestellt und jetzt ist es so, das hat der andere wirklich nicht, wir haben jetzt hier hinten eine etwas weitere Ausbuchtung, ja, sodass wir das Gerät oder auf den hinstellen können, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch das mal, das hier legen wir einfach um, so, rastet ein, dann können wir ihn nehmen, so nach oben stellen. Und jetzt haben wir ihn wirklich sehr, sehr kompakt zusammengestellt. An dem Fangkorb haben wir jetzt hier auch den Haken. Ach, das muss ich euch gleich noch zeigen. Den Haken. Und dann könnt ihr Folgendes machen. Das könnt ihr jetzt einfach hier einhaken und das war's. Sodass ihr das Gerät wirklich, schaut mal hier, das ist super kompakt. Ihr seht mich jetzt quasi gar nicht mehr. Das heißt also, ich bin genauso breit wie ein Rasenmäher oder andersrum, aber ihr seht, was ich meine. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr kompakt und das tut sich im Gartenhaus dann schon schön verstecken in so einer Ecke. Das, was wir hier haben, ist der Mulchkeil. Der war eben noch hinten eingesetzt, haben beide Geräte im Lieferumfang mit dabei und ab jetzt können wir auch vernünftig mulchen. Jetzt wird es langsam etwas ernster, denn wir haben jetzt 36 Volt Geräte, das heißt Geräte mit 2x18 Volt und ernster meine ich mit Geräten, die schon wirklich auch größere Rasenflächen ohne Probleme bewältigen können. Wir haben hier den Rotac 18V2, halt für 2 Akkus drin, 38 und 43. Lass uns mal auch über die Preise sprechen. Wir haben hier einen Preis von 240 Euro, immer auch solo, ganz wichtig, ohne Akkus 240 Euro und hier 300 Euro. Die Geräte unterscheiden sich doch irgendwie an ein, zwei Stellen noch mehr, sodass man sagt, die 60 Euro mehr, die wir hier haben, ist es auch durchaus wert. Übrigens Rasenfläche haben wir hier 500 Meter, hier 600 Meter und 600 Quadratmeter und 600 Quadratmeter mit Akku, das musst du auch erstmal machen. Das heißt also, Bosch sagt wirklich sehr selbstbewusst, ich kriege das hin, mit 2 Akkus geht es hier auch schon los. Apropos 2 Akkus, wenn du das Gerät hier nimmst, im Komplettpaket bekommst du auch so einen Doppellader, weil du ja immer auch 2 Akkus reintun musst. In dem Moment, wenn sie leer sind, brauchst du 2 weitere Akkus, 2 werden geladen, 2 kannst du weiter benutzen, um dann auch entsprechend sofort weiterarbeiten zu können. Und wir nehmen jetzt auch einfach mal wirklich so eine Klappe, machen die auf, machen wir auch den Akku rein, so Nummer 1 und Nummer 2 und dann kann es auch schon losgehen. Schauen wir uns mal das Gerät hier an. Fangen wir mal hier beim kleineren an, beziehungsweise beim, ist ja auch schon ein bisschen kleiner, beim 38er an. Dann schauen wir hier mal auf die Seite. Hier haben wir wieder unsere Höhenverstellung, jetzt aber in 6 Stufen höhenverstellbar auf von 1 bis 6. Da können wir schon ordentlich das Ganze aufbocken in dem Fall oder hier wieder nach unten. Hier das ganz normale Akkufach, natürlich auch wieder hier die Möglichkeit, den Rasen einzuziehen und so weiter und so fort. Aber hier hinten geht es jetzt schon ein bisschen anders weiter. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier den Hebel hochzuziehen und die beiden Hebel hochzuziehen und jetzt können wir das hier etwas verstellen, je nachdem, wie du es brauchst für deine Körpergröße. Weil ich muss sagen, was mich immer an meinem Rasenmäher ein bisschen genervt hat, ist, ich musste immer so leicht gebückt gehen, weil er nicht so groß war, wie ich es brauchte. Also der war so 5 cm zu niedrig. Ja? Hier hast du die Möglichkeit, das über den Winkel so ein bisschen zu justieren. Zusätzlich kannst du auch Folgendes machen. Du kannst ihn natürlich auch nehmen und dann hier nach unten stellen, zum Beispiel so. So einmal, Moment, einmal nach unten. Nummer 1. Oh, das kriegst du nicht rein hier, oder was? Kann doch nicht sein. So, der geht zu und der hier will nicht. Oh. Ah ja, stimmt, die Schraube aufdrehen. Ja. Meine Schuld. So. Ja, easy. Ja, dann geht es auch ohne Probleme. So, jetzt können wir ihn aufstellen, aber erst einmal, wir können jetzt Folgendes machen. Wir können das jetzt nach oben ziehen und das bleibt da. Ich muss sagen, das hat mich an meinem alten auch ein bisschen gestört, dass ich immer den hochnehmen muss und dann, wenn man das hier reinfummelt, hat man immer so ein bisschen nach oben gedrückt und so weiter. Der bleibt einfach jetzt hier oben stehen. Ich kann jetzt von der Hand nehmen und nach unten auch legen.
Den kann ich jetzt leer machen und so weiter und so fort. Übrigens, den Füllstand kann ich hier auch abmessen, aber das liegt hier bei dem hier. Das heißt, wenn das hier oben so hier sich aufplustert, dann ist es so, der ist noch leer oder leer genug. Und wenn es sich langsam runter senkt, dann ist er voll und dann solltest du ihn entsprechend leer machen. Hier auch noch ein hochwertigerer Korb. Ich mag die Form und das Ganze eigentlich ganz gerne. Wenn wir jetzt hier uns das anschauen, sehen wir hier übrigens auch den Mulchkeil an der Stelle. So. Ja, ist auch im Lieferumfang bei beiden mit dabei, können wir hier wieder einsetzen, dann ist er dabei. Übrigens ganz wichtig, ja, du musst den Mulchkeil rausnehmen, um hier den Fangkorb zu benutzen. Also du kannst den Fangkorb zwar ansetzen, aber bringt ja nichts. Ja? Also habe ich auch schon mal jemanden gehabt, der, warum geht das denn nicht? Also Mulchkeil rausnehmen. So, wenn wir das jetzt so gemacht haben, können wir jetzt das Gerät nehmen und so hochstellen. Eine wirklich geniale Sache, auch sehr kompakt lagern. Was wir jetzt nicht haben, ist eine Möglichkeit, das hier um ranzubammeln. Ja, das geht einfach nicht. Also ich wüsste jetzt gerade auch nicht, zumindest weiß ich nicht wie. Wenn du weißt wie, dann schreib es mir in die Kommentare. Vielleicht ist es so, wenn wir hier eine Wand haben, dass ich das hier so ein bisschen so dazwischen so einkeilen kann. Wird wahrscheinlich funktionieren, dann wird es so wahrscheinlich halten. Vermutung. Ja? Aber da gibt es, glaube ich, auch wirklich Schlimmeres. Das heißt, das Gerät ist schon mal hier gut verstaut. Ja? Übrigens auch, weil wir es die ganze Zeit nicht so richtig gezeigt haben, hier das Messer von unten, beziehungsweise, ich glaube, ja doch, genauso würde es laufen, ja, dass ihr es auch mal hier gesehen habt. Aber alles hier auch aus Kunststoff ist natürlich auch eine Frage des Gewichts. Ja. Wir haben hier ein Gewicht, wir blenden euch das mal ein, ich konnte es mir nicht genau merken, aber wir haben noch relativ leichte Geräte auch, was eine gute Sache ist, wenn ihr unwegbarem Gelände unterwegs seid oder den auch mal ein bisschen nach oben und unten, also einen Hang hochschieben müsst. Auch beim Runterschieben finde ich es ganz angenehm, wenn er nicht so schwer ist oder runter. Dann zieht er sich ja quasi von selbst. Und du weißt, was ich meine. Ja? So, das ist das Gerät. Ich bastel den jetzt aber mal wieder zusammen oder ich baue ihn mal wieder zusammen. Coole Funktion. Dann setzen wir ihn einfach ein und dann schauen wir uns mal das nächste Gerät an. Beziehungsweise, so, jetzt wo ich es richtig eingestellt habe. So. Und jetzt geht es auch wirklich leicht. Ja? Wirklich genial. So. Und weiter geht's. Gucken wir uns mal den hier an. Bei dem ist so, das ist schon ein amtlich großer Rasenmäher, muss man schon sagen. Ja, hier ist ordentlich was los. Man sieht hier auch, die Räder sind noch mal einen Tick größer. Das ist alles noch ein bisschen mehr, ein bisschen hier, ein bisschen da. Von der Funktion, die wir hier sehen, ist es dann auch genauso. Also die Höhenverstellung ist gleich. Auch das können wir hier verstellen. Wir können also das hier nach oben verstellen und so weiter und so fort. Aber was wir zusätzlich noch haben, außer natürlich eine größere Schnittbreite, 43 cm ist schon amtlich, ist das hier. Wir haben hier einen anderen Griff. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag es ganz gern, wenn ich das so schiebe. Ja? Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, an der Seite anzufassen oder halt oben anzufassen, so wie es dir entsprechend lieber ist. Zusätzlich hast du ja aber auch noch eine weitere Funktion. Du kannst ja die Höhe hier verstellen, über die Hebel hier. Du kannst aber auch noch die Länge verstellen, indem du Folgendes machst. Du nimmst das hier einfach nach oben und jetzt kannst du das hier wirklich rein oder rausfahren, so wie du es brauchst. Also wirklich sehr einfach gemacht. Einfach so nehmen, fest und fertig. Und so hast du jetzt auch nochmal die Unterschiede zu diesem Gerät. Ein weiterer Nutzen hiervon ist natürlich auch folgendes. Du kannst es maximal einfahren. Ja? So und so. Und ich habe ja vorhin gezeigt, dass man das Gerät wunderbar hinstellen kann. Kann man hier mit dem auch. Aber was du heute auch machen kannst, ist folgendes, dass du ihn einfach runterlegst, hier hoch. Und dann legst du ihn hier nur um und kannst ihn so auch mal stehen lassen. Das würde halt auch gehen. Oder du sagst halt einfach, okay, hinlegen finde ich doof, sondern ich will ihn hinstellen. Und dann ist er natürlich auch noch mal ein wenig kompakter. Und wenn du jetzt nicht im Bosch DIY Akkusystem bist, gar kein Problem. Du kannst natürlich auch dein Bosch Professional Akkusystem in diesen Rasenmäher reintun und dann entsprechend arbeiten. Der hat natürlich noch mehr Kraft, noch mehr Wumms, ein paar andere Funktionen und so weiter und so fort. Wenn du dazu ein Video haben möchtest, schreib es gerne unten in die Kommentare, weil der ist ja ganz neu. Wir haben ja hier das Modell mit Radantrieb. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich sage euch noch, welchen Rasenmäher ich habe. Ich habe genau den wir hier eben gesehen haben, eben nur ohne Radantrieb. Seit 1,5 Jahren im Einsatz und bin eigentlich ziemlich zufrieden, der hat richtig Bums. Und übrigens gibt es ja noch eine Möglichkeit, nämlich genau das hier, ein Rasenmäherroboter. Hier auch ein ganz neues Modell, ich sage mal Fire and Forget, den nimmst du einfach, tust du auf deinen Rasen drauf, drückst auf an und dann fängt er an zu mähen, ohne Sachen verlegen, machen und tun. Sollen wir dazu mal ein Video machen, dann schreib es doch gerne mal in die Kommentare.
Und jetzt bin ich gespannt, welches ist das richtige Gerät für dich? Kabel, Akku 18 Volt oder 36 Volt, beziehungsweise eben noch eine Stufe oben drüber, die wir heute gar nicht hier im Video haben. Schreib es für dich gerne mal unten in die Kommentare, würde mich super interessieren. Ich persönlich bin ganz klar Team 36 Volt, aber ich habe auch einen relativ großen Rasen und brauche die Fläche auch wirklich. Und jetzt heißt es ran an den Rasen und bis zum nächsten Mal.